Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Erstmal war es richtig kalt und jetzt kommt die Hitzewelle und es regnet überhaupt nicht mehr. Wir haben zwar gemulcht, aber selbst wir müssen ordentlich gießen, abends meistens gießen wir. Und es ist zwar schönes Wetter, aber die Pflanzen sehen mittags richtig kläglich aus. Trotzdem machen wir heute wieder mal zusammen einen Rundgang und schauen auf den Permakulturgarten, auf die Struktur, wie dieser Garten aufgebaut ist, was sind die Besonderheiten an dem Permakulturdesign. Also komm doch gerne mit. Die ersten Fragen waren, wie groß ist der Garten und wie sehen überhaupt die vorhandenen Strukturen aus? Sind die Wege sinnvoll angelegt oder müsste man die verändern? Und das Permakulturprinzip fürs Gärtnern ist bis jetzt das Sinnvollste, was ich für mich herausgefunden habe. Permanent Agrikultur, zu Deutsch dauerhafte Landwirtschaft, erklärt eigentlich alles. Ein übergeordnetes Ziel dabei ist, ein geschlossenes Ökosystem mit vielen mehrjährigen Pflanzen zu schaffen. Und bevor man tiefer in die Materie einsteigt, stellt sich die Frage, welche Pflanzen werden überhaupt in der Küche verwendet? Und welche Pflanzen können überhaupt zusammenwachsen? Welche beeinflussen sich gegenseitig positiv? Da hilft der Begriff der Mischkultur. Dieser Begriff erklärt, welche Pflanzen sich positiv gegenseitig beeinflussen, wie zum Beispiel Basilikum und Tomaten, Möhren und Zwiebelgewächse. Mittlerweile durch Experimentieren habe ich viele eigene Kombinationen rausgefunden, wie zum Beispiel vor den Tomaten war die Minze da, die wucherte, wurde abgeerntet, jetzt kommen die Tomaten, Erbsen und Basilikum rein. Während der Gartenplanung habe ich mir auch die Wege zum Wasser angeguckt. Die müssen natürlich sinnvoll gestaltet werden und ziemlich kurz. Pflanzen, die besonders viel Wasser brauchen, die kommen natürlich in die Nähe von der Wasserquelle. Die ganze Gartenplanung basiert sich eigentlich auf zwei Fragen. Wo sind die Wasserquellen und wie ist die Sonnenausrichtung? Die Prinzipien der Permakultur haben mich letztendlich überzeugt. Beobachte und integriere. Das würde ich dir auch empfehlen. Es ist vieles möglich im Garten. Sammle und speichere Energie. Auf das Wasser umgesetzt, mulchen wir die ganzen Flächen und versuchen das Wasser sammeln und zu sparen. Ausnahmslos fungieren alle Pflanzenreste dann dabei als Mulchmaterial. Erwirtschafte einen Ertrag. Im Laufe der Zeit hat sich wirklich ein Perspektivenwechsel stattgefunden. Ich bin darauf aus, zu ernten und nicht zu züchten. Wende die Selbstregulierung an und lerne aus den Ergebnissen. Und das ist für mich der eigentliche Lernprozess. Es sind viele kreative Lösungen da und es kommen immer wieder neue Ideen. Ich nenne das immer ein Experiment. Aber ein Experiment im Dauerzustand wird erfolgreich oder wird zu einem Misserfolg. Und wenn es erfolgreich war, dann ist das natürlich ein Projekt. Aber genug dazu. Wie sah denn die Planung vor 25 Jahren überhaupt aus? Am Ende des Gartens steht ein Gartenhäuschen und daneben 3 Wassertonnen. In der Mitte wurde ein Gewächshaus platziert, eine Himbeerhecke links von dem Weg als Windschutz wurde auch platziert. Der Weg und das Gewächshaus. Das Gewächshaus hat natürlich eine eigene Wasserversorgung. 2 Hochbeete war eine Notwendigkeit, daneben sind alte Obstbäume, da wächst kein Gemüse drunter. Neben der Kiste wächst der Penambo, in diesem Fall ist es ein Windschutz, aber natürlich der Ertrag ist auch großartig, wir genießen die Ernte. Jetzt wächst mein Ölkürbis-Experiment drinne, aber davor haben wir die Zwiebeln geerntet, Weizen, Gras und verschiedene Kräuter. Mitten in Gemüsebeeten stehen jetzt junge Obstbäume, wie zum Beispiel das junge Mirabellenbäumchen. Kleine Kisten und Kübeln beherbergen jetzt Vogelmiere, verschiedene Kräuter, Salatmischungen. Und das ist nochmal eine
Möglichkeit, vertikal das Gemüse anzubauen. Die allerletzten Kürbispflanzen kommen jetzt auch in die Erde. Es ist zwar sehr, sehr heiß und man muss die gießen, aber es wäre ja viel zu schade, die so im Töpfchen zu lassen. Nutze erneuerbare Ressourcen und Leistungen ist der nächste Permakulturprinzip. Hier habe ich das Gras als Beispiel, als Mulchmaterial. Es werden nur kleine Löcher gemacht für die Kürbisse und drumherum wird einfach mit hohem Gras gemulcht. Und diese Ressource ist praktisch im Garten unendlich. Und wenn das Gras mir ausgeht, dann versuche ich irgendwelche Zierbüsche zu formen und da nutze ich mal die Zweige. Die erste schöne Ernte dann beim Graben auch entdeckt. Die Waldbeeren dürfen überall ungehemmt im Garten sich ausbreiten. Was spricht denn dagegen? Nichts spricht dagegen. Die sind einfach nur lecker. Zum nächsten Permakulturprinzip Punkt. Und das ist, produziere keinen Müll. Wenn man auf die größeren Schadstoffe verzichtet, habe ich die Erfahrung gemacht, sind die Ressourcen unendlich einsetzbar. Wie zum Beispiel das Gewächshaus. Du glaubst es nicht, das ist 25 oder mehr Jahre alt. Und es werden immer wieder neue Gläser eingesetzt, wenn die alten kaputt sind. Wir kaufen nie Erde, sondern produzieren unsere eigene. Mit Mulchen, Kompostieren. Also sparen wir auch die Verpackung für die Gartenerde. Dabei die kleinen Schritte sind besonders wichtig, denn die werden zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Gestalte erst die Muster und dann die Details, wie das Gewächshaus. Die Grundstruktur steht. Ein kleines Update aus dem Gewächshaus. Die Tomaten, die Sonnenbrand hatten, haben sich super erholt und ich würde ganz gerne jetzt den Amaranth zeigen. Den haben wir jetzt nicht geschafft auszupflanzen und so sieht der Amaranth gerade aus. Das ist echt viel zu spät, den auszupflanzen. Ich würde die Spitzen kappen und einmal die in der Küche verwenden. Danach könnte man den so abends oder wenn es anfängt zu regnen, einmal auspflanzen. Es ist zwar nicht meine Idee, aber die möchte ich auch mit präsentieren. Meine Mama hat Flaschen neben Tomaten eingebuddelt und ja, die versorgen die Pflanze auch mit dem Wasser. Zweck dieser ganzen Aktion ist, die Tomaten sollen gleichmäßig mit Wasser versorgt werden, ziemlich langsam und da soll einfach nicht so viel Arbeit mit sein. Man muss dann die Tomaten auch nicht so viel gießen, sondern da kommt so tröpfchenweise immer wieder raus. Ich bin kein großer Freund von Plastikflaschen, aber hier in diesem Fall, sage ich mal, probier es aus. Und wenn es klappt, dann ist das eine gute Möglichkeit, die Sachen zu recyceln. Und langsam kommen wir zum nächsten Prinzip und das heißt, integriere statt abzugrenzen. In dieser Kiste wurde eine einzige Pflanze gepflanzt tatsächlich, alles andere ist wild gewachsen. Das war schon vorhanden in diesem Jahr. Es ist Gemüse, das können wir abernten und momentan dient es als Verschattung für die zarte Pflanze in der Mitte. Schau dir mal das an. Setze auf kleine, langsame Lösungen. Prinzip setze ich heute so um, dass ich mal ein paar Stöckchen reinschlage und meine Zwiebelgewächse, die in die Blüte gegangen sind, anbinde und warte natürlich sehnsüchtig auf mein Saatgut. Den züchte ich selbst. Nutze und schätze die Vielfalt. Die Mischkultur, die viele Kräuter im Beet, es ist eine große Vielfalt und eine Bereicherung für unseren Speiseplan.
Nutze die Randzonen und schätze das Marginale. Die Efeu-Hecke ist nicht nur als Nistplatz und ein natürlicher Waschmittel von Nutzen gewesen. Für viele verschiedene Insektenarten ist es eine Nahrungsquelle. Reagiere kreativ auf die Veränderungen, denn jede Veränderung birgt eine Chance. Chance auf eine Besserung, interessantes Projekt und viel, viel mehr. Aber genug dazu. Wir wollen den Garten zusammen planen. Und neben der Hütte stehen die Tonnen mit einigen Bäumen, wie zum Beispiel Mirabellenbaum, kleine Säulenapfelbaum und einige Beete neben dem Mirabellenbaum, auch die Weinriebenhecke und eine Gurkenkiste neben dem Gewächshaus, eine Kiste vor dem Gewächshaus. 6 oder 7 Beete sind das insgesamt und mittendrin ein Mirabellenbaum. An den Rändern sind verschiedene Obstbäume und natürlich die Hochbeete, denn davor steht ein alter Obstbaumbestand und darunter würde eigentlich nichts wachsen. Die Grundstruktur wie Bäume, die Wasserversorgung, die Hochbeete, die bleibt dauerhaft da. Links im Bild dunkel gestrichen ist die Weinriebenhecke und jetzt kommt die Himbeerhecke noch dazu. Diese bleiben natürlich auch dauerhaft da. Absolut wenig Unterstützung ist es ein geschlossenes Ökosystem und zum Beispiel die Beete, die könnte man entfernen und anders gestalten, aber warte mal. Auf diesen Beeten ist es nicht so wie auf dem Papierstreifen. Da wächst zum Beispiel auf dem ersten Brennnessel, auf dem zweiten die Waldbeeren, auf dem dritten und vierten die Erdbeeren und verschiedene Kräuter und auf dem letzten ist unser Weizengras und sammelt sich immer wieder von alleine aus, die Schafgarbe. Wir müssen immer wieder vor dem Einpflanzen etwas abernten. Und danach kann man die Kulturpflanzen wie Tomaten, Zucchini, Gurken einsetzen. Die Ernte ist letzte Jahre so üppig, dass ich immer wieder mir neue Rezepte suchen muss und eigentlich beschäftige ich mich die ganze Zeit mit der Ernteverarbeitung. Der Garten ist nur ein Bereich von vielen Lebensbereichen, auf die die Permakulturprinzipien sich erstrecken. Es ist mehr so eine Grundhaltung. Und viele Sachen probiere ich einfach nur aus, wie zum Beispiel Direct Earthing von Selbstversorger modern und einfach. Da bin ich gerade dran und die Ergebnisse zeige ich im nächsten Video und dann wirst du tatsächlich überrascht sein, wie toll das funktioniert. Und dir wünsche ich viel Achtsamkeit und Erfolg auf dieser Entdeckungsreise. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Ach, Daumen nach oben kannst du mir auch geben und einen schönen Kommentar hinterlassen.